herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi. Schön, dass ihr hier vorbeischaut. Ich wollte euch heute nochmal die Häkelsachen zeigen. Für alle, die neu sind, samstags kommt ein Video zu meinen Häkelsachen und dienstags ein Video zum Diamond Painting. Donnerstags ist immer so ein bisschen frei, je nachdem. Und in letzter Zeit kommt auch freitags, wenn ich es schaffe, ein kleines Whip and Chat von meinen Diamond Painting Sachen. Ja, genau, nur als ganz kleine Info am Rande. Ja, viel geschafft. Shame on me habe ich nicht die Woche. Es sind 2 Projekte, aber ich dachte, heute ist ja auch der Tag von unserer kleinen Auslosung. Ich hatte ja vor 14 Tagen im Video gesagt, dass ich eine Kleinigkeit für euch habe. Und es haben ein paar mitgemacht. Und Einsendeschluss oder Teilnahmeschluss war der 21. Und heute dachte ich, machen wir da auch die kleine Verlosung dazu. Ja, aber als erstes dachte ich, zeige ich euch kurz, wie weit ich mit den Projekten von mir bin. Als erstes das kleine große Tuch, was hoffentlich noch größer wird. Ich schläge mal gerade ein bisschen rüber. Das Geklimper hier ist von unseren Maschen, ist von meinem Maschenmarkierer. So rum gehört's. So, jetzt habe ich es. Und ja, es wächst fleißig vor sich hin. Wir haben jetzt sozusagen schon 2 Farbwechsel drin. Also hier von dem Lila geht es ins Zarte und jetzt ist es in diesem schönen zarten Grün. Ja, es sind immer 4 Reihen, die wiederholt werden. Und dazu mache ich euch aber, wie versprochen, auch noch eine Anleitung. Die kommt auch auf dem Kanal. Und wenn sie kommt, kommt sie meistens vielleicht sonntags oder donnerstags. Das gucke ich immer, wie ich dazu komme mit dem Erstellen. Oder Anleitung ist es ja nicht, es ist mehr so habe ich es gehäkelt. Ja, also ich gebe euch da meine Erfahrungen mit und dann könnt ihr ja schauen, wie ihr da zurechtkommt. Aber normalerweise schafft ihr das immer alle. Ja, hier ist der kleine Knäuel. Das Lila ist jetzt komplett aufgebraucht. Wir sind jetzt hier in diesem zarten, frischen Grün und gehen in das bisschen dunklere Grün rein. Wo ich den her habe, wie gesagt, fragt mich nicht. Der war mal in einem Rest mit drin. Es ist dreifädig. Ich denke mal, das ist Baumwolle Acryl wahrscheinlich. Also 50-50. Und ja, verläuft sehr schön, lässt sich gut verarbeiten. Das hier ganze häkele ich mit einer 3,5er Nadel. Ja, sieht man nicht mehr so gut, ist schon sehr verblasst. Aber mit ihr wird alles hier gehäkelt. Also die 2 Projekte, die ich jetzt am Arbeiten bin, werden mit dieser 3,5er Nadel gemacht. So, die wandert nochmal in den kleinen Beutel rein. Und dann versetzen wir hier unseren Maschenmarkierer. Hier bei dem Tuch, das habe ich jetzt angefangen morgens zu häkeln. Und ich habe am Mittwochmorgen früh mit meinem Mann zusammengesessen um 5 und wir haben noch unseren Kaffee getrunken, bevor jeder auf die Arbeit musste. Und ich weiß nicht, heute es war eine außergewöhnliche Woche sozusagen. Und
weil mein Sohn auch noch ein Praktikum macht. Und dann ist er mit mir so früh aufgestanden, weil ich ihn mitgenommen habe auf seine Arbeitsstelle dann. Er hat da natürlich später angefangen, hat aber dann bei mir noch gewartet, bis er zu seiner Praktikumsstelle aufbrechen konnte. Und ich habe gehäkelt und unterhalte mich so schön mit meinem Mann und mein Sohn dann auch noch mit am Start. Und auf einmal denke ich, das ist verkehrt. Du hast hier den falschen Mustersatz. Das ist alles verkehrt. Verflucht. Entschuldigung für das Wörtchen, aber also, und dann habe ich da gehockt und dachte auf einmal, jetzt musst du das alles wieder aufziehen. Und dann dachte ich, ja, es ist ja verkehrt. Und dann gucke ich auf die Uhr und denke, oh, wir müssen gleich los. Und dann dachte ich, ja komm, das aufgezogen, kriegst du noch schnell hin. Und dann habe ich 2 Reihen aufgezogen. Tja. Und wie ich dann das nächste Mal drauf geguckt habe, wie ich gerade am Ende war vom Aufziehen, dachte ich, oh je, Mädchen, das war doch richtig. Also habe ich es nochmal gehäkelt. Ja, wenn man nicht ganz bei den Gedanken ist. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Es wächst ja trotzdem. Ja, so kann es einem manchmal gehen. Hier sieht man auch den Übergang, wo der Faden sich wechselt. Aber mir gefällt dieses frische Grün schön. Also es ist wirklich eine schöne Farbe. Auch mit dem Lila jetzt so mit dabei. Ich glaube, das wird ein tolles Farberlebnis. Ja, das ist das Tuch. Und dann haben wir noch, auch mit dieser 3,5er Nadel, das andere, was zur Decke werden soll. Mit einem kleinen Zopfmuster in der Mitte laufen. Da kommt dann nachher noch an den Seiten ein Rand dran, gehäkelt, und das wandert jetzt erstmal so ein bisschen in die Länge. Ja? Das ist jetzt hier ein bisschen größer oder ja doch schon mehr wie DIN A4. Und ich habe jetzt den zweiten Knäuel aufgebraucht. Das hier ist das Vierfachgarn für eine 3er bis 4er Nadel. Und das ist hier von Märchengarn. 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Die Nummer 2 habe ich. 9 Knäule sind es. Und hier ist schon die Nummer 3 am Start, mit der gearbeitet wird jetzt als nächstes. Die wird hier dann dran gearbeitet. Ihr seht es, da ist der Rest von meinem Faden. Also wird nicht mehr lange reichen. Und dann kommt da die Nummer 3 rein. Ich finde das Muster auch, also das ist wirklich schön. Gefällt mir auch sehr gut. Hier unten war ich das letzte Mal. Und den können wir dann auch mal noch versetzen. Den Markierer. Und zwar nach hier oben. So. Und da geht es dann weiter. Doch, das ist schön. Ja, ich lasse den jetzt mal hier liegen. Und dann kommen wir auch schon zu unserer oder zu meiner kleinen Verlosung. Einfach um euch mal Danke zu sagen, dass ihr mir zuschaut, mir zuhört und mir immer so liebe Kommentare schreibt. Ich habe einmal die beiden Maschenmarkierer. Sieht man den? Ja.
Einmal Made with Love und einmal Love mit so einem Steinchen drin. Die sind einmal dabei. Hier hatte ich noch den Zettel, damit ich weiß, wo es dazugehört. Einmal diese süße kleine Hasentasche und einen kleinen Rosengarten, Rosegard von Yarnart in, na, wo steht's? 100% Baumwolle, das sind 250 Gramm und 1000 Meter. Mit diesem schönen Grau und das ins Rosa laufende. Ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Und lässt sich auch schön anfassen. Ist geeignet für Stricknadeln 2,5 und Häkelnadel eine 3er. Genau. Und das ist dann sozusagen bei dem Gewinner, der Gewinnerin mit im Päckchen. So. Ich werde das als Päckchen verschicken. Die Versandkosten übernehme ich natürlich. Nur, dass ihr euch da nicht wundert. Ja, ich freue mich, dass wirklich so viele mitgemacht haben. Ich habe hier alle Namen drauf geschrieben. Ich hatte ja extra gesagt, dass man eine deutsche Postadresse braucht und auch die Sachen von mir sind, dass YouTube nichts damit zu tun hat und dass der Rechtsweg ausgeschlossen ist. Ihr müsstet damit einverstanden sein, dass ihr mir eure Adresse gebt und dass ich euch was zuschicken darf und dass ihr ja namentlich dann auch hier genannt werdet in der Verlosung. Und ich gehe davon aus, die Leute, die mitgemacht haben, die auch diesen Hashtag mit reingenommen haben, den Hashtag Hase oder Hasen, dass die damit einverstanden sind. So, hier stehen jetzt alle Namen drauf und ich würde sagen, wir ziehen einfach die Gewinnerin oder den Gewinner. Ich werde nachher unten in der Videobeschreibung meine E-Mail reinsetzen und dann müsstet ihr mir da eure Adresse einfach zukommen lassen, damit ich das Paketchen dann fertig machen kann und euch zuschicken kann. Ich würde sagen, wir lassen das laufen sozusagen, ja, 7 Tage. Also wenn sich der oder die Gewinnerin bis nächste Woche, obwohl Freitag, machen wir mal Freitag, nicht gemeldet hat, dann wird noch mal jemand Neues gezogen. Ja? Also, dann würde ich sagen, starten wir mal. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr so toll mitgemacht habt und so schöne Sachen geschrieben habt. Also wirklich klasse. So. Tata. Schauen wir mal, wer gewonnen hat. Cindy. Also Cindy, wenn du das Video siehst, lass mir bitte bis Freitag deine Adresse zukommen, damit ich dir hier die tollen Sachen zuschicken kann. Ich hoffe, es gefällt dir. Herzlichen Glückwunsch. Und ich hoffe, du kannst es auch, oder häkelst da was Schönes draus. Oder vielleicht strickst du ja auch. Dann kannst du ja mal Rückmeldung geben. Also, bis nächste Woche Freitag. Einfach melden und dann schicke ich so schnell wie möglich los, sobald ich die Adresse habe. Vielen, vielen Dank. Ja, und dann würde ich auch sagen, beenden wir das Video.
Und wir hören und sehen uns dann spätestens nächste Woche Samstag. Habt noch ein schönes Wochenende oder auch vielleicht einen guten Start in die Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut. Tschüss.